Willkommen zu einem neuen Video vom Teile-Kanal. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, aber ich finde es sehr interessant und beantworte eine Frage, die Sie mir hinterlassen haben. Eine Person, die ein Auto mit Turbodieselmotor hat und hat ein Common Rail. Und das Problem, das sie haben, ist, dass der Motor bei kaltem Motor gut anspringt und gut beschleunigt, aber nach ein paar Minuten, wenn er warm ist, anspringt, beim Beschleunigen anfängt zu ruckeln und wenn es stark beschleunigt, der Motor stoppt und ein Motorfehlerfehler angezeigt wird und das Diagnosegerät eingegeben wurde und der Fehler P0192 ausgegeben wurde, handelt es sich um einen Fehler im Rail-Drucksensor, einen Kurzschluss nach Masse und so weiter. Es wird gefragt, ob das Problem durch Auswechseln des Sensors behoben ist. Ich würde Ihnen sagen, dass es in 90% der Fälle durch Auswechseln gelöst wird, aber vor dem Auswechseln empfehle ich Ihnen, den Sensor zu reinigen, da sich manchmal Schmutz darin befindet. Durch dieses Loch dringt der Diesel ein und dieser überträgt den Druck auf die ECU des Kraftstoffdrucks in der Rail, wie ich schon sagte. Reinigen Sie dies, reinigen Sie es gut und reinigen Sie dann auch den Stecker. Reinigen Sie den Stecker, weil manchmal der Stecker. Wenn ein Sensor verschmutzt wird oder Feuchtigkeit eindringt, kann dies auch zu einem Ausfall führen. Es kann auch zu einem Ausfall kommen, da es sich nicht immer um einen Fehler des Sensors selbst handelt, sondern sogar um einen Fehler in der Verkabelung, die den Sensor mit dem Steuergerät verbindet. Oder sogar das Steuergerät selbst, obwohl es nicht üblich ist. Aber manchmal passiert es. Die Hauptsymptome, die sie normalerweise verursachen, normalerweise beginnen sie auszufallen, wenn sie heiß sind, wenn der Motor heiß wird und dieser Teil heiß wird und sie beginnen scheitern. Aber nachdem es eine Zeit lang fehlgeschlagen ist, fällt es auch bei kaltem Motor aus. Schwierigkeiten beim Starten des Motors, sie schaffen es, den Motor zu starten, und er ruckelt, sie beschleunigen stark, und die Motorstörung erscheint auf dem Bedienfeld, und der Motor stoppt möglicherweise oder geht in den Notbetrieb. Es gibt auch andere Symptome wie instabilen Leerlauf, Schwierigkeiten beim Beschleunigen. Er reagiert nicht gut auf den Gasbefehl. Sie können auch einen Leistungsverlust bemerken, sogar ruckeln. Die Hauptsymptome, und dann kann dieser Fehler P0192 von anderen Fehlern begleitet sein. Und dann wäre es notwendig zu prüfen, ob das Problem von einer anderen Seite kommt. Und außerdem gibt es weitere Fehler, die diesem von P0190 ähneln. P0191, P0193 und P0194 würden Sie ähnliche Fehler wie P0192 hervorrufen. Nun, hier lasse ich Ihnen dieses kurze Video. Ich hoffe, Sie fanden es nützlich und wenn ja, vergessen Sie nicht, ein Gefällt mir zu geben und den Kanal zu abonnieren.